Hallo allerseits und willkommen zu meinem Bericht über die Modellbauneuheiten auf der Spielwarenmesse 2024. Nach einer 3-jährigen Pause habe ich mich mal wieder auf den Weg nach Nürnberg gemacht, um mir vor Ort die Neuheiten all der bekannten Hersteller und Marken näher anzuschauen und euch darüber zu berichten. Nun, die Zahl der Hersteller und Distributoren, welche dort einen Stand hatten, war dieses Jahr leider sehr überschaubar, weshalb mein Video wohl etwas kürzer ausfällt als in der Vergangenheit. Dafür sind mehrere Gründe erkennbar, auf die ich am Ende dieses Videos näher eingehen möchte. Schauen wir uns aber zuerst mal die Neuheiten an, denn dafür seid ihr ja alle schließlich hier. Eine der Top-Neuheiten, zumindest meiner Meinung nach, fand sich sogleich am Messestand von Academy. Von diesem koreanischen Hersteller wird es einen neuen Panzerkampfwagen 1 Ausführung B im Maßstab 1:35 geben. Der Bausatz wird zusätzlich noch ein Motorrad mit Beiwagen und Figuren beinhalten. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich denke, es müsste eine Zündab KS 750 sein, die allerdings neben dem Panzer 1 im Polenfeldzug oder Frankreichfeldzug etwas unpassend wirkt. Diese Beiwagenmotorräder kamen eigentlich erst 1941 zur Truppe. Trotzdem ist das Ganze eine schöne Idee und wird für viele Modellbauer ziemlich interessant sein, obwohl es auf dem Markt ja schon einige gute Panzer 1 Bausätze gibt. Die Erscheinungen der letzten Jahre, vor allem der Panzer 3 und der Panzer 2, waren qualitativ sehr hochwertig und so hat der neue Panzer 1 Bausatz auf jeden Fall seine Berechtigung. Academy zeigte von dem Bausatz bereits einen guten Teil der Spritzlinge, die alle recht ordentlich aussehen. Wie man sieht, kommt der Bausatz mit Segmentketten, Fotoätzteilen sowie Besatzungsfiguren für die beiden Fahrzeuge. Die übrigen Modelle am Stand von Academy waren alles alte Bekannte, wie etwa der K2GF der polnischen Armee, der bereits auf dem Markt ist, oder die PBM 5A Mariner, welche ursprünglich von Minicraft stammt und von Academy schon zum zweiten Mal als Reboxing erscheinen wird. Am nächsten Messestand, dem von Airfix Hornby, gab es als echte Bausatzneuheit die B24H Liberator im Maßstab 1:72 zu sehen, auf die sich viele Flugzeugenthusiasten bestimmt schon mächtig freuen. Das gebaute Modell sieht jedenfalls recht ordentlich aus. Solche Modellpflege in Anführungszeichen finde ich sehr gut, denn die erste B24 Liberator von Airfix stammt aus dem Jahr 1963, somit kann diese Spritzform nun endlich in die wohlverdiente Rente geschickt werden. Die zweite Neuheit, ebenfalls im Maßstab 1:72, wäre die Chinook HC1. Diese Vorbildwahl überrascht etwas, da es die Chinook in 1:72 bereits von mehreren Herstellern gibt, wie etwa Itellery, Revell oder Trumpeter. Ich kenne mich jetzt damit nicht so gut aus, aber vielleicht sind es nicht gerade die besten Bausätze und die Flugzeugmodellbauer sind trotzdem froh über einen neueren und besseren Bausatz dieses Hubschraubers von Airfix. Die übrigen Modelle am Airfix-Messestand umfassten Bausätze aus den letzten Jahren, wie etwa die Sea King in 1:48, die F-35B in 1:72 oder die Spitfire Mark 9C in 1:24. Am Stand von Eduard gab es an und für sich nicht viel Neues zu sehen. Man zeigte hier vornehmlich das Beste aus dem aktuellen Programm, wie die Dual-Combo-Bausätze der Bf 109 in 1:72 mit dem tollen Titel Wunderschöne neue Maschinen oder die X1 in 1:48. Neben den Modellbausätzen hat man aber auch noch das ursprüngliche Geschäft mit den Zurüstteilen im Blick. So gibt es seit kurzem aus der sogenannten Eduard Heavy Retro Reihe die alte SM79 Sparviero in 1:48 von Classic Airframes mit einigem an Zubehör, hauptsächlich Fotoads und Resinteilen. Bemerkenswert sind auch diese 3D-gedruckten Bremsschirme. Wofür diese gedacht sind, kann ich aber nicht einschätzen. Größenmäßig sah das nach 1:72 oder 1:144 aus. Am Messestand des Distributors Glow2B waren im Grunde genommen nur Bausätze des französischen Herstellers Heller zu sehen. Neben den Reboxings des AHN2 LKWs und des Panhard 178 AMD 35 im Maßstab 1:35, welche ursprünglich von ICM stammen, gab es zumindest eine Neuheit zu sehen,
nämlich den Citroën 2CV als Feuerwehrkastenwagen im Maßstab 1:24. Das ist bestimmt ein netter Bausatz, der sich aus dem üblichen Allerlei deutlich absetzt. Früher hatte der ukrainische Hersteller ICM stets einen der schönsten Messestände auf der Spielwarenmesse. Dieses Jahr fiel der Stand aus gegebenen Anlass natürlich etwas kleiner aus. Soweit ich das einschätzen kann, waren dort auch keine Neuheiten ausgestellt, man beschränkte sich hier auf die Neuerscheinungen der letzten Jahre. Ich für meinen Teil mag die Bausätze von ICM generell recht gern und finde die Modelle wie den Cossack 2 oder die Figurenbausätze der ukrainischen Soldaten im Maßstab 1:35 alle sehr interessant. Der Messestand des US-amerikanischen Distributors International Hobbycraft USA ist mir in den Vorjahren nie so richtig aufgefallen. Vielleicht lag es daran, dass es dort vornehmlich nur diese uralten und grottigen Bausätze von Atlantis und Lindbergh zu sehen gab. Trotzdem möchte ich den Fans der US-amerikanischen Rennserien zwei Neuheiten der Marke Salvinos JR Models nicht vorenthalten, welche ich zwischen all dem alten Gerümpel entdecken konnte. Das wären zum einen der Chevrolet Camaro ZL1 von Kyle Larson und ein Ford Mustang von Ryan Blaney, beide aus der Rennsaison 2023. Auch am Messestand von Itellery gab es ein paar zivile Fahrzeugmodelle zu sehen, welche aber mehrheitlich bereits in den letzten 2 bis 3 Jahren auf den Markt gekommen sind, darunter der Scania S770 in 1:24 oder der Vespa-Roller in 1:9. Darüber hinaus wird es eine aufgefrischte Variante des Bugatti Typ 35B im Maßstab 1:12 geben, welcher sich dann Typ 35C nennt und in dieser Konfiguration an der Rallye Monte Carlo 1930 teilgenommen hat. Die 3 Top-Neuheiten waren allerdings nicht als Modell zu sehen, sondern zierten als große Abbildungen den Itellery-Messestand, nämlich die Macchi C200 in 1:32, die Semovente M43 Bassotto in 1:35 und der Lancia Stratos HF GR4 in 1:12. Alle 3 Bausätze reizen mich tatsächlich sehr, daher war ich ein bisschen enttäuscht darüber, dass davon nicht mehr zu sehen war. Bei den übrigen Modellen, welche am Stand zu sehen waren, handelt es sich um bereits seit langem erhältliche Bausätze, welche nach längerer oder kürzerer Pause wieder neu aufgelegt werden. Einige davon werden schon lange heiß ersehnt, auf andere könnte man dagegen auch leicht verzichten. Wie auch schon bei früheren Ausgaben der Spielwarenmesse hatte auch dieses Jahr Mini-Art den interessantesten Messestand zu bieten. Hier herrschte kein Mangel an Neuerscheinungen aus allen Genres, in denen Mini-Art aktiv ist. Da wäre die Junkers F13 in der frühen Ausführung in 1:48, die bis vor kurzem überhaupt nicht in diesem Maßstab verfügbar war. Die Marke Micromir kam Mini-Art zuvor und veröffentlichte letztes Jahr ebenfalls eine F13. Außerdem werden noch mehr P47Ds in 1:48 kommen, wie etwa eine Maschine der Freien Französischen Streitkräfte oder ein Bausatz aus der Advanced Kit-Reihe, bei dem noch mehr vom Innenleben dieses Flugzeugs dargestellt werden kann. Weiterhin gab es noch 2 Ausführungen des heiß erwarteten M3 Stuart im Maßstab 1:35 zu sehen, eine davon ist mit einem kompletten Innenraum ausgestattet. Die Detailfülle ist wie gewohnt unglaublich hoch, aber es wird so manchem Modellbauer vor eine echte Nervenprobe stellen. Damit aber nicht genug. Mini-Art nimmt sich auch noch dem allseits bekannten Opel Blitz im Maßstab 1:35 an. Auch das ist eine tolle Neuheit und zählt zu meinen persönlichen Favoriten von der diesjährigen Spielwarenmesse. Den Opel Blitz gibt es in diesem Maßstab zwar schon von Itellery und Tamiya, beide Bausätze haben mich aber nicht wirklich vom Hocker gehauen. Daher darf sich Mini-Art gerne daran versuchen, es ist allemal eine gute Bereicherung für den Bausatzmarkt. Ganz spannend finde ich auch die beiden BTR4E Bausätze in 1:35, welche schon seit einer ganzen Weile angekündigt sind. Leider war davon kein gebautes Modell zu sehen. Mini-Art weitet sein Portfolio nun auch auf den Maßstab 1:72 aus. Letztes Jahr erschien bereits eine frühe Stuck 3 Variante,
Darauf werden noch 2 weitere Baulose aufgesattelt, nämlich je ein Fahrzeug von iCat aus dem Produktionszeitraum März 1943 bzw. April 1943. Die Detailfülle ist für den Maßstab 1:72 schon fast revolutionär. Man vergleiche das mal mit bereits vorhandenen Stuck-3-Bausätzen von Revell oder Trumpeter. Auch der Bereich Figuren im Maßstab 1:35 kommt nicht zu kurz. Hier wurden einige schöne neue Sets gezeigt. Darunter wären eine deutsche Panzerbesatzung aus der zweiten Kriegshälfte, 2 amerikanische Panzermechaniker für den M3 Stuart sowie 3 Sets flüchtender Zivilisten aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das wären im Wesentlichen die Neuheiten am Mini-Art-Stand. Wie auch schon in den Vorjahren findet man hier die schönsten und zahlreichsten Neuheiten. Respekt! Der Stand von Special Hobby war auch ziemlich interessant, weil dort waren noch zusätzliche Marken vertreten, wie CMK oder Planet Models. Soweit ich das verstehe, gehören diese Marken sowieso alle mehr oder weniger zusammen. Bei CMK scheint der Fokus ganz klar auf 3D-gedruckten Zurüstteilen zu liegen. Davon wurden gleich mehrere Beispiele präsentiert. Man staunt, was mittlerweile im Bereich 3D-Druck möglich ist. Die Detailfülle kann sich echt sehen lassen. Außerdem gibt es noch diverses Getier in verschiedenen Maßstäben, wie Dromedare oder Schweine. Das sind willkommene Bereicherungen für die Dioramenbauer. Die meisten der gezeigten Produkte waren allerdings Neuerscheinungen aus den Vorjahren, wie zum Beispiel die F84F Thunderstreak von Special Hobby oder das Morris CS9 Panzerauto, beide im Maßstab 1:72. Den wohl größten und professionellsten Stand hatte wie sonst auch Tamiya aufgefahren. Hier gab es wie jedes Jahr einige tolle Highlights zu sehen, was zeigt, dass dieses Traditionsunternehmen aus Japan nach wie vor innovativ und absolut konkurrenzfähig ist. Das neue Beiwagenmotorrad, eine Zündab KS 600 mit Figuren und Zubehör im Maßstab 1:35, lässt aufhorchen. Dieses Motorrad war bislang überhaupt nicht in diesem Maßstab verfügbar. Also das schließt wirklich eine nicht unerhebliche Lücke im Sortiment und ist eine echte Bereicherung, wie ich finde. Die Detaillierung scheint soweit in Ordnung zu sein. Die dicken Speichen stören etwas, sind aber ein übliches Problem bei Bausätzen dieser Art. Hier wird der Zurüstmarkt mit fotogeätzten Speichen bestimmt zügig Abhilfe schaffen. Die zweite Neuheit ist eine Figurengruppe, welche 2 Maschinengewehrtrupps der Wehrmacht im Maßstab 1:35 darstellt. Die Qualität und Detailfülle der Figuren von Tamiya hat sich in den letzten Jahren enorm gesteigert, sodass selbst ich neugierig geworden bin und mich auf diese Neuerscheinung freue. Was viele Modellbauer auch freuen wird, ist eine neue Leopard 2 Variante von Tamiya, welche zwar auf der alten Form aus dem Jahr 2000 aufbaut, jedoch an einigen entscheidenden Stellen wesentlich verbessert wurde. Wir bekommen jetzt ordentliche Segmentketten, Fotonetzteile und Masken für die Optiken. Das Geschützrohr ist einteilig gefertigt, wer möchte, kann aber noch in ein Metallrohr aus gleichem Hause investieren. Der Leopard 2A7V wird auf jeden Fall seine Freunde unter den Modellbauern finden. Die mehr oder weniger neue Panzerkampfwagen 4-Reihe von Tamiya sollte ja schon bekannt sein. Überraschend finde ich aber die Ankündigung, dass der alte Panzer IV J Bausatz in 1:35 nun auch als RC-Modell erhältlich sein wird. Das ist eine ziemlich coole Idee, wenn man mal drüber nachdenkt. Die meisten RC-Panzermodelle gibt es im Maßstab 1:16 oder noch größer, was für viele Leute schon ziemlich sperrig ist. Dagegen ist 1:35 eine handliche Größe und macht das RC-Modell-Genre für viele Neulinge interessant. Schließlich ist Tamiya auch eine bekannte Marke im RC-Bereich, was man auch am Messestand sehen konnte. Der ferngesteuerte Scania 770S LKW in 1:14 oder die Reihe von Sportwägen im Maßstab 1:10 zeigen dies eindrücklich. Weiterhin waren noch einige zivile Fahrzeugmodelle im Maßstab 1:24 zu sehen, die aber allesamt bereits in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind oder nach einer mehrjährigen Pause wieder neu aufgelegt werden. Dazu gehören zum Beispiel der Alfa Romeo Giulia, der Mercedes-Benz 300 SL mit transparenter Karosserie,
der Lancia Stratos Turbo oder der T50. Am Messestand von Trumpeter waren auch die Marken Hobbyboss und I Love Kit vertreten. Die gehören ohnehin alle mehr oder weniger zusammen, soweit ich das verstehe. Trumpeter zeigte seine neue Devastator in der Wasserflugzeugkonfiguration im Maßstab 1:32 sowie die Vorgängerversion vom letzten Jahr mit Fahrwerk. Außerdem gesellt sich zur Milmi 24 Hind D in 1:48 auch noch die Hind B-Variante, deren komplett anders geformte Pilotenzelle gibt dem Hubschrauber doch ein ganz eigenartiges Aussehen. Eine weitere Hubschrauberneuheit stellt der AH-64A Apache im Maßstab 1:35 dar. Damit will man wohl Takom und Meng Konkurrenz machen, welche schon verschiedene Varianten dieses Hubschraubers in diesem Maßstab im Angebot haben. Eine ungewöhnliche Neuheit stellt der italienische VBM Freccia Radschützenpanzer in 1:35 dar, ein Fahrzeug, von dem ich bis dato noch nie gehört hatte. Man lernt nie aus. Das Modell macht einen guten Eindruck, es mangelt auch nicht an Details und Fotonetzteilen, wie man sehen kann. Wie vorbildgerecht dann das Ganze ist, kann ich nicht beurteilen. Trumpeter haut ja gerne ein paar grobe Fehler rein in die Bausätze. Für die Freunde des Schiffsmodellbaus gab es auf der Spielwarenmesse nicht viel zu sehen, außer eben bei Trumpeter, wo die USS Midway in 1:350 ausgestellt war. Dieser Bausatz scheint schon kurz vor der Auslieferung zu stehen, zumindest kann man ihn vielerorts schon vorbestellen. Von I Love Kit sind 2 Varianten des amerikanischen LVSR-LKWs in 1:35 angekündigt, einmal als Zugmaschine und einmal als Transporter, welcher auch am Messestand gezeigt wurde. Ein ziemlich fetter Apparat und sicherlich ein Modell, das eine echte Herausforderung darstellt. Außerdem wurde noch ein gebautes Modell der USS Pinckney, DDG 91, im Maßstab 1:200 gezeigt. Hierbei handelt es sich um einen aktuellen amerikanischen Zerstörer. Wenn ich das richtig verstehe, soll es von diesem Schiffstyp mehrere Varianten geben. Die USS Curtis Wilbur, DDG 54, gibt es bereits seit letztem Jahr. Weiterhin ist die USS Michael Murphy, DDG 112 und eben die Pinckney angekündigt. Da es sich in Anführungszeichen nur um einen Zerstörer handelt, fällt das fertige Modell trotzdem nicht so sperrig aus und wird sicherlich seine Fans haben. Für mich ist es aber eher nix. Hobbyboss legt mehrheitlich alte Bausatzformen wieder neu auf, was aber durchaus willkommen sein dürfte, denn es sind einige interessante Modelle darunter. Da wäre die Fieseler 156 C3, ursprünglich von TriStar, welcher schier verpasst wurden, oder der BMD-2, der ursprünglich von Panda Hobby stammt und auf dem Markt vollkommen vergriffen war in den letzten Jahren. Neu erscheinen soll aber das Spionageflugzeug U-2S Dragon Lady Senior Span in 1:48, welche auf der erst 2023 erschienenen U-2R aus gleichem Hause basiert. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch kurz an, was der bekannte Farbhersteller Vallejo aus Spanien zu bieten hatte. Es wäre wohl keine echte Spielwarenmesse, wenn nicht irgendjemand ein neues oder zumindest verbessertes Acrylfarbensortiment vorstellen würde. Nun, ihr dürft dreimal raten, was Vallejo vorgestellt hat. Genau, eine verbesserte Rezeptur für die Model Color Acrylfarben. Das Ganze nennt sich jetzt New Model Color. Ich bin mir sicher, dass all diese Farben, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, bestimmt alle ganz toll sind und rundherum nur Vorteile haben, aber allmählich bin ich der Sache doch ein wenig überdrüssig. Natürlich ist es gut, wenn man alles ständig weiterentwickelt und verbessert, aber es würde oft schon genügen, die Verbesserungen sozusagen in die laufende Produktion einfließen zu lassen, anstatt jedes Mal ein großes Tamtam zu veranstalten und eben marketingwirksam diese neuen, absolut revolutionären Farben zu bewerben. Ich für meinen Teil komme mit den Farben, die ich schon habe, wunderbar zurecht und abgesehen von einigen Teilbereichen bin ich eigentlich auch gar nicht neugierig, was diese neuen Farben angeht. Wenn euch das interessiert, dann probiert's gerne aus. Gut, damit wären wir am Ende des Rundgangs auf der Spielwarenmesse 2024. Euch ist sicherlich nicht entgangen,
vor allem wenn ihr meine Videos aus den Jahren 2019 und 2020 gesehen habt, dass die Anzahl der relevanten Aussteller vor Ort dieses Jahr ziemlich überschaubar war. Woran könnte das liegen? Ich habe da ein paar Gedanken dazu. Ja, die Spielwarenmesse an und für sich steckt nicht in der Krise. Dort kommen nach wie vor alle Geschäftsleute und Firmen aus nah und fern zusammen, um ihre Neuheiten zu bewerben und um Lieferverträge zu schließen. Die Pflege von Geschäftsbeziehungen von Angesicht zu Angesicht ist nach wie vor wichtig, obwohl die Pandemie natürlich gezeigt hat, wie viel man eigentlich heutzutage auch übers Internet regeln kann. Vielleicht ist der Modellbau einfach ein aussterbendes Hobby, wie man es ja durchaus öfter hört von dem einen oder anderen Modellbaukollegen. In Anbetracht der Unmengen an Neuerscheinungen und auch der Gründung neuer Hersteller in diesem Segment in immer schneller werdender Taktung erscheint mir das etwas unglaubwürdig, denn all diese Bausätze wollen am Ende des Tages ja auch verkauft werden. Die Tatsache, dass das dann auch so geschieht, zeigt ganz klar, dass der Modellbaumarkt an und für sich in guter Verfassung ist. Der Grund, warum der Spielwarenmesse die Modellbauhersteller zunehmend fernbleiben, scheint wohl zu sein, dass sich der Handel für Modellbauartikel sehr stark, ich möchte sogar sagen extrem stark, ins Internet verlagert hat. Die Spielwarenmesse ist aber vor allem dafür da, kleinen und mittelgroßen Einzelhändlern im Spielwarenbereich ein Forum zu bieten. Denkt mal drüber nach, wie viele Modellbauläden gibt es noch in eurer Nähe? Ich bin mir nicht sicher, aber soweit ich das überblicke, gibt es in Bayern eigentlich nur noch 2 spezialisierte Modellbaugeschäfte, abgesehen von einigen Müller-Drogeriemärkten und ein paar Spielwarengeschäften, die neben anderen Dingen vielleicht noch ein paar Modellbausätze haben. Selbst bei Einbeziehung aller Modellbauläden in ganz Europa ist die Zahl dann doch ziemlich gering am Ende des Tages. Da braucht es uns nicht überraschen, dass viele Hersteller und Distributoren aus dem Plastikmodellbaubereich keinen Sinn mehr darin sehen, für maximal 20 Kunden einen Messestand in Nürnberg aufzuziehen. Diesen kleinen Kundenkreis kann man ganz einfach direkt betreuen, sei es über das Internet oder, wenn es unbedingt sein muss, durch ein paar gezielte Geschäftsreisen. So spart man sich den hohen praktischen und finanziellen Aufwand, der mit der Teilnahme an einer Großveranstaltung wie der Spielwarenmesse verbunden ist, und kommt dennoch ans Ziel. Die großen Online-Händler, bei denen wir ja alle gerne bestellen, weil dort der Preis und auch die Auswahl am besten ist, die sind mit Sicherheit alle per Du mit den großen und kleinen Herstellern auf dem Modellbaumarkt. Die brauchen ihre Geschäftsbeziehungen nicht auf der Spielwarenmesse pflegen, sondern die stehen sowieso das ganze Jahr mit den Herstellern in Kontakt. Generell finde ich diese Entwicklung auch nicht schlimm. Die Zeiten ändern sich und nichts muss so bleiben, wie es ist. Die meisten Neuheiten werden heutzutage ohnehin schon im Internet und den sozialen Medien vorgestellt. Ja, das wird sich in Zukunft noch verstärken, sodass eines Tages wahrscheinlich ein Erlebnis wie der Messebesuch in Nürnberg wegfallen wird. Aber wir sind am Ende des Tages dann doch alle gut informiert über die ganzen Neuheiten und können uns darauf freuen, was in diesem Hobby so auf uns zukommt. Und das ist doch auch schön. So viel dazu. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video interessant und unterhaltsam. Bis zum nächsten Video. Euer Hamel Kabakas.